Hello und welcome back. Es ist der Montag, der 11.11. des Jahres 2024. Es ist der Montag. Dieser eine Montag, ihr wisst schon, dieser besondere Montag, der 11.11. Ja, heute ist Fastnachtsauftakt und narrig, wie das Ganze sein soll. Naja, hat mein Körper sich gedacht, wäre doch mal ganz schlau, um 6 Uhr früh wach zu werden. Oh Mann. Keine Ahnung, warum ich wach bin. Schlafen kann ich nicht mehr. Strange. Ja, wo ich schon mal nicht schlafen kann, gucke ich mir halt eben Agent 00 an. Ja, als Vorbereitung auf den Podcast heute Abend. Alter, wieso bin ich wach? Also ich bin ja nicht mal richtig wach. Also, wieso kann ich nicht schlafen? Irgendwie ist es heute komisch. Also ich habe mich jetzt bereits dreimal übergeben. Ja, Tasse Kaffee getrunken, 2 ausgekotzt so ungefähr. Ey, keine Ahnung, was die Scheiße gerade soll. Erst konnte ich nicht mehr schlafen und jetzt ist mir schlecht. Nervt. Nervt. 13 Uhr und 24 Minuten. Mir ist nach wie vor kotzübel. Also mir geht's richtig schlecht. Und draußen regnet es. Ja, ich lege mich nochmal einen Moment aufs Bett. Weil wenn es regnet, kann ich ja nicht rausgehen. Weil, ne, es geht gerade nicht. Vor allem, wie gesagt, mir ist echt kotzeschlecht. Ich habe keine Ahnung, was das soll heute. Nicht schön. Inzwischen ist es 19 Uhr. Mir geht es wieder einigermaßen besser. Also viel geschlafen habe ich nicht, weil, ja, zu dem Übelkeit kam dann auch noch Bauchkrämpfe dazu. Also keine Ahnung, ob ich da irgendwas Falsches gegessen habe oder was. War auf jeden Fall ein richtiger Scheißtag bislang. Aber es hat zum Glück aufgehört zu regnen, denn ich muss ja mal mit dem Hund raus. Und ja, eine Stunde kommt auf Flo. Das war echt übel. Also ich hatte mir den heutigen Tag anders vorgestellt. Sagen wir es mal so, ich hatte ein bisschen mehr Pläne, als da rumzuliegen und Bauchschmerzen zu haben, zu überlegen, ob ich trocken kotzen kann. Weil war ja nichts drin, was ich hätte auskotzen können. Boah, das war unangenehm. Ja. Ich bin jetzt mal eine Runde mit Samus unterwegs. Es ist scheiße kalt. Mir ist immer noch ein bisschen übel. Ich frage mich echt, was das heute ist, ey. Ich habe eindeutig irgendwas Falsches gegessen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ich wüsste nicht was. Vielleicht war die Milch nicht mehr gut, die ich im Kaffee hatte. Ja, der geht doch nicht den ganzen Tag so drauf. Naja, wie auch immer. Der Hund kriegt seine Runde. Ja. 21 Uhr und genau 25 Minuten und 10 Sekunden, 11 Sekunden, 12. Nein. Wir haben jetzt die 50. Episode von Criminal Tango aufgenommen und schauen jetzt danach ein bisschen Movie Amps. Ja. Aus. Dienstag, 9. November. Stimmt doch gar nicht. 12. November des Jahres 2024 um 9 Uhr. So ergibt es Sinn, und zwar 9:54 Uhr. Und ja, ich bin jetzt vor ein paar Minuten aufgewacht und werde jetzt mal so langsam in den Tag starten. Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall mitgeteilt hat, haben sich die Verhandlungspartner nach 18 Stunden langen Verhandlungen geeinigt. Einzelheiten sollen am Vormittag bekannt gegeben werden. Die Arbeitnehmer hatten 7% mehr Lohn gefordert. Beratungen über Neuwahltermin. Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages berät zur Stunde in einer Sondersitzung über den möglichen Termin für eine Neuwahl. Bundeswahlleiterin Brandt plädiert dafür, dass der Zeitraum von 60 Tagen zwischen der Auflösung des Bundestages bis zur Neuwahl ausgeschöpft wird. Scholz hatte als Wahltermin Ende März angepeilt, die Union Mitte Januar. Bundesverfassungsgericht verhandelt über Solidaritätszuschlag. 6 FDP-Politiker haben Beschwerde gegen die Abgabe eingelegt. Sie wurde ursprünglich für die Kosten der Wiedervereinigung eingeführt, ist aber inzwischen nicht mehr zweckgebunden. Die Politiker kritisieren auch, dass der Soli nur noch auf hohe Einkommen erhoben wird. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
Republikaner kontrollieren künftig beide US-Kongresskammern. Eine Wahlwebseite in den USA berichtet, die Partei werde künftig im Repräsentantenhaus mit mindestens 218 Sitzen die Mehrheit stellen. Auch im Senat haben die Republikaner eine Mehrheit. Damit erhält der designierte Präsident Trump weitreichende Möglichkeiten, seine politischen Ziele durchzusetzen. Weiter Unruhen in Haiti. Dabei wurde ein Flugzeug der US-Fluggesellschaft Spirit Airlines von Schüssen getroffen. Eine Flugbegleiterin wurde leicht verletzt. Wenige Stunden zuvor war ein neuer Interimspräsident vereidigt worden. Der Karibikstaat Haiti steckt seit Jahren in einer schweren Krise. 11 Uhr und 45 Minuten. Ich habe einige wichtige Anrufe getätigt, weil ich ja noch einiges umschreiben lassen muss und bla bla bla. Also viel Behördenkram immer noch. Das nimmt irgendwie kein Ende, habe ich ja gesagt, wie eine Medusa. Ja, jetzt bin ich gerade eine Runde mit Sammes und dann geht's zur Bank, den Schornsteinbauer bezahlen, ja, und so Sachen halt. Och, mein armer Schatz. Draußen in der Kälte ganz allein, armer Schatz. Alle Rechnungen überwiesen, noch ein bisschen was eingekauft und jetzt geht's wieder Richtung Heimat. Der Hund muss erstmal stehen bleiben, weil er schnüffeln will. Wieder zu Hause und jetzt heißt es Papierkram abarbeiten, Briefe schreiben, Papierkram abarbeiten. Es ist 14 Uhr und 20 Minuten, ich bin mit dem ganzen Papierkram jetzt fertig und sitze im Moment am Schnitt des Videos von letzter Woche. Das Video von letzter Woche rendert jetzt, ich habe die Briefe eingeschmissen, das heißt, ja, dieser ganze Papierkram ist heute erstmal erledigt und bin jetzt nochmal eine zweite Runde mit Sammes, weil es kann. 16 Uhr und 30 Minuten, das Video von letzter Woche lädt jetzt auf YouTube hoch und ich lege mich nochmal eine Stunde aufs Bett, falls der Hund mich reinlässt. Es ist 19 Uhr, geschlafen habe ich zwar nicht, aber wie ihr gerade gesehen habt, schön mit den Schätzeleins im Bett gekuschelt. Ach ja, war ganz schön, hab's ein bisschen vor mich hingedöst. Hab den Schnurren der Katze zugehört und dem Schnarchen des Hundes und ja, einfach ein bisschen vor mich hingedöst. Ja, getagträumt kann man sagen. Oh, war jetzt ganz angenehm und jetzt schauen wir mal weiter, ne? Ich lasse im Hintergrund jetzt das Rabbit Hole namens Shoyoka-Thematik laufen und werde dabei hier ein bisschen in der Küche aufräumen, weil mal dringend nötig ist. Ja, 22 Uhr, die Küche kann sich wieder sehen lassen. Ich muss jetzt nur noch die Dinger hier vom Herd nochmal durch die Spülmaschine laufen lassen, aber ansonsten ist die Küche wieder ordentlich. Und wenn ich dann jetzt gleich die Spülmaschine ausgeräumt habe, schaue ich mir den Film Afterlife aus dem Jahr 2021 an, also einer der letzten Filme, in denen Bruce Willis noch geschauspielert hat. Ja. Mittwoch, 13. November des Jahres 2024 um 18 Uhr. Ich bin seit 15 Uhr wach, aber ich habe aus dem Fenster geguckt, der Himmel war grau, es regnete, es war trübe und das Bett war so schön warm und kuschelig und die Tiere haben sich so schön an mich gekuschelt. Und dann bin ich einfach im Bett liegen geblieben, habe ein bisschen vor mich hingedöst. Und wenn sich jetzt meine Blase nicht zu Wort gemeldet hätte und mir dadurch gezeigt hätte, du musst dringend auch mit dem Hund mal gehen, wäre ich wahrscheinlich heute den ganzen Tag im Bett geblieben. Aber so stehe ich jetzt mal auf und ja, mach mal, was zu machen ist. Also unter anderem, wie gesagt, Hund gehen und so. Aber erstmal zu mir kommen. Kanzler Scholz hält Regierungserklärung. In seiner Rede verteidigte er den späten Bruch der Ampelkoalition. Die Entlassung seines Finanzministers Lindner sei unvermeidlich gewesen. Öffentlicher Streit dürfe nie wieder die Arbeit der Regierung überlagern. Zudem warb Scholz für eine Politik der Kompromisse. Union kritisiert Kanzler nach Regierungserklärung scharf. CDU-Chef Merz sprach Scholz jede Regierungs- und Führungskompetenz ab. Scholz habe das Land gespalten, so Merz. CSU-Chef Söder betonte, dass die Ampel das Land in eine Sackgasse geführt habe. Mit Blick auf die Neuwahl betonte Söder, man müsse das Land in Ordnung bringen.
Wirtschaftsweise senken Prognose. Für das kommende Jahr rechnet der Sachverständigenrat der Bundesregierung nur noch mit einem Mini-Plus von 0,4% beim Bruttoinlandsprodukt. Staatliche Investitionen, etwa im Verkehrssektor, könnten den wirtschaftlichen Aufschwung fördern, heißt es im heute vorgestellten Jahresgutachten. Verfassungsschutzpräsident tritt zurück. Thomas Haldenwang möchte bei der Neuwahl des Deutschen Bundestages im Februar als Abgeordneter für die CDU kandidieren. Er habe deshalb sein Amt niedergelegt, heißt es aus dem zuständigen Bundesinnenministerium. Kandidatur und Amt seien nicht miteinander vereinbar. Russische Luftangriffe auf Kiew. Erstmals seit 73 Tagen wurde die ukrainische Hauptstadt auch mit Raketen angegriffen. Das teilte der Chef der Militärverwaltung mit. Über Opfer ist bislang wenig bekannt. Kiews Einwohner wurden aufgefordert, sich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Bin jetzt mal eine Runde mit Sammes unterwegs. Es ist tierisch kalt. Das Wetter gefällt mir gar nicht. Aber was willst du machen? Das ist der Winter. Da ist es halt so. Aber das Wichtigste, wie gesagt, ist, der Hund kriegt seine Runde. Und hat mich auch dazu gebracht, aus dem Bett aufzustehen. Weil du kannst ja nicht den ganzen Tag im Bett pennen. Das geht ja nicht. Auch wenn es Winter ist, muss man sich bewegen. Ne? Ist so. Und das mache ich jetzt mit dem Hundi da. Ich habe jetzt einige Hausmeistertätigkeiten erledigt und gucke mir jetzt mal das Video vom letzten Jahr an. Habe jetzt das Video vom letzten Jahr gesehen und musste ehrlich gesagt ein bisschen lachen. Ich habe echt gedacht, ich könnte es mit den E-Zigaretten schaffen, meinen Tabakkonsum einzustellen. Ich hatte echt dran geglaubt, aber ne. Der Geist war willig, das Fleisch war schwach oder so ähnlich. Naja. War auf jeden Fall wieder krass zu sehen, wie viel sich dann doch verändert hat innerhalb von einem Jahr. Ja, und jetzt gucke ich mir auf dem Kanal Alter, den ich nur empfehlen kann, also nicht Alter im Sinne wie alter Mann oder so, sondern wahrscheinlich Abkürzung für Alternative, jetzt habe ich es raus, ein paar Horror-Kurzfilme an. Es ist 1 Uhr, mein Schädel rauscht jetzt ein bisschen. Okay, ich habe jetzt 4 Stunden am Stück Spanisch geguckt und gehört und gelesen und Aber, wie gesagt, ein bisschen Sprache lernen, ein bisschen auffrischen ist wichtig. Aber jetzt zum Runterkommen gucke ich mir Zom 100, Bucket List of Dead an, einen japanischen Zombie-Film und den logischerweise auf Deutsch, weil ich kann kein Japanisch und ganz ehrlich, wie gesagt, ich muss ein bisschen runterkommen. Ich habe meinen Schädel gerade ganz schön gemartert mit dem vielen Spanisch. Pero es necesario. Donnerstag, 14. November des Jahres 2024. Ich bin echt in der Realität verloren, also ernsthaft. Ich bin um 6 ins Bett gegangen. Ja, um 6 Uhr früh bin ich endgültig ins Bett gegangen. Nachdem ich mir die halbe Nacht mit Filmen um die Ohren geschlagen habe, weil ich natürlich einen halben Tag vorher geschlafen hatte. Ja, dann bin ich um 6 ins Bett gegangen, sehr schnell eingeschlafen, hab sehr schön geschlafen. Dann ist die Feuerwehr vorbeigefahren, vor 10 Minuten, das war um 8 Uhr. Jetzt ist 8:10 Uhr, aber die Feuerwehrautos waren so laut, dass sie den Hund nervös machten, was die Katze nervös machte, was mich nervös machte, weil als der Hund nervös wurde und anfing zu bellen, hat die Katze mir aus Versehen einen reingeknallt mit ihren Krallen ins Gesicht und naja, jetzt bin ich wach und kann seitdem nicht mehr einschlafen, weil mein Herzschlag ungefähr auf der Höhe eines Kolibris ist. Nice. Was eine Scheiße, ey. Trump nominiert weitere Regierungsmitglieder. Marco Rubio, Senator aus Florida, soll Außenminister werden. Der Rechtsaußenrepublikaner Matt Gaetz ist für das Amt des Justizministers nominiert. Laut Prognosen haben die Republikaner nicht nur den Senat gewonnen, sondern nun auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus sicher. Vermutlich letztes Treffen von US-Präsident Biden mit Chinas Präsident Xi. Sie kommen heute am Rande eines Asien-Pazifik-Gipfels in Peru zusammen. Biden hatte einen gemäßigten Kurs gegenüber Peking verfolgt. Unter dem künftigen Präsidenten Trump könnten die Zeichen wieder auf Konfrontation stehen.
Schlagabtausch im Bundestag. Kanzler Scholz verteidigte in seiner Regierungserklärung das Ampel aus. Die Entlassung von Finanzminister Lindner sei unvermeidlich gewesen. CDU-Fraktionschef Merz sprach Scholz jede Regierungs- und Führungskompetenz ab. Der Kanzler habe das Land gespalten, so Merz. Erneut Unwetter im Süden Spaniens. In der Region Malaga sind Flüsse über die Ufer getreten. Tausende Menschen waren vorsorglich aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Auch in Teilen der Region Valencia gilt die höchste Unwetterwarnstufe. Erst vor 2 Wochen hatten dort starke Regenfälle schwere Überschwemmungen ausgelöst. Auseinandersetzungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. In Amsterdam wurden mehrere Menschen festgenommen, deren Protest nach Zusammenstößen mit israelischen Fußballfans verboten worden war. In Paris gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße. Dort bereitet sich die Polizei mit einem Großaufgebot auf das heutige Fußball-Länderspiel Frankreich-Israel vor. Und wie kommt man dazu, weit über 10.000 Filme in einem Leben zu sehen? Naja, durch solche Nächte wie heute. Ich gucke mir jetzt den Film Peelers aus dem Jahr 2017 an. Das ist eine Horrorkomödie, in der es um eine Art Zombies und Stripclubs geht oder so ähnlich. Ja. Der Film hat mich gerade richtig abgeholt, weil er war eigentlich 0815, hat aber am Ende einen kleinen Gag gehabt, der, sagen wir es mal so, damit hatte ich nicht gerechnet. Und womit ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass ich immer noch wach bin. Und deswegen gucke ich mir jetzt mal Eat Brains Love an. Eine Horrorkomödie aus dem Jahr 2020. Ey, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Eat Brains Love. Es ist 13 Uhr. Es ist 13 Uhr, der Himmel ist weiß, die Bäume sind kahl, es regnet ein bisschen, irgendwie bäh, alles bäh. Aber der Hund kriegt seine Runde und der ist erfreut davon. Das ergibt sogar Sinn. Ja, der Hund freut sich seine... Oh, ich sollte ins Bett. Ja. 13 Uhr und 46 Minuten. Und meiner Meinung nach eine absolut legitime Zeit, um sich nochmal für 2 Stunden oder so ins Bett zu legen, weil ein bisschen Schlaf kann nicht schaden. Tja, Freunde des verqueren Tag-Nacht-Rhythmuses und Schlafrhythmuses und überhaupt. Ich wollte mich ja nochmal 1-2 Stündchen aufs Bett legen. Es ist 1 Uhr und 56 Minuten. Das heißt, aus den 2 Stündchen wurden, da ich den Wecker nicht gehört habe, einfach mal 12 Stunden. Ich habe jetzt einfach 12 Stunden am Stück durchgepennt. Keine Ahnung, was das immer wieder soll, ey. Egal, ich stehe jetzt mal auf. Inzwischen ist es 2 Uhr und 20 Minuten und da ich ja eh wach bin und nicht schlafen kann, habe ich mir gedacht, fasse ich mal eine Folge Preacher zusammen. 4 Uhr und 38 Minuten. Ich bin mit der Zusammenfassung der 2 Folgen von Preacher jetzt fertig und werde mir jetzt so ein tiefgefrorenes Baguette aufbacken, weil ich ein bisschen Hunger habe. Unionsfraktion will nun doch für Deutschland-Ticket stimmen. Fraktionsvize Lange sagte, die Bundesmittel dafür lägen bereits bei den Ländern. Die Verlängerung soll aber erst nach der Vertrauensfrage von Kanzler Scholz beschlossen werden. Das Deutschland-Ticket soll im kommenden Jahr 58 € kosten. CDU und SPD in Sachsen für Koalitionsgespräche. Beide Parteien wollen zügig Verhandlungen zur Bildung einer Minderheitsregierung aufnehmen. Zur Mehrheit im Sächsischen Landtag fehlen CDU und SPD 10 Stimmen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD soll es nicht geben. Das BSW hatte die Sondierung vor einer Woche abgebrochen. Robert F. Kennedy Jr. soll neuer US-Gesundheitsminister werden. Der designierte US-Präsident Trump hat den erklärten Impfgegner für dieses Amt nominiert. Der Ex-Demokrat Kennedy Jr. war als unabhängiger Kandidat zunächst selbst ins Rennen um das Präsidentenamt gegangen. Nach seinem Ausstieg unterstützte er dann Trump für eine Rolle in dessen Regierung. APEC-Treffen in Lima. Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft beraten in Peru über die Zusammenarbeit in der Region. Geplant ist zudem ein Gespräch zwischen US-Präsident Biden und Chinas Präsident Xi. Vor den Beratungen kam es auf den Straßen zu gewaltsamen Protesten. Hochrisikospiel der Nations League endet 0:0. Vor und nach dem Spiel Frankreich gegen Israel blieb es überwiegend ruhig.
Israels Trainer Ben Shimon dankte den tausenden Polizisten für ihren Einsatz. Nach gezielten Angriffen auf israelische Fußballfans kürzlich in Amsterdam gab es in Frankreich Sorgen um die Sicherheit. 6:30 Uhr. Ich bin komplett vollgefressen, kuschel mich jetzt nochmal ins Bett, mache mir hier einen Fernseher an, hab einen Wecker sicherheitshalber mal auf 12 Uhr gestellt, falls ich einpenne. Und ja, guck mir irgendwas im Bett liegend an, auf dem Fernsehen. Mal gucken was. So ein bisschen, ja, irgendwas gucken halt. Es ist 8:27 Uhr. Draußen wird es langsam hell, soweit man ja von hell reden möchte bei dem, was da draußen ist. Winter halt, ne? Es wird heller als in der Nacht. Und ich stehe jetzt mal auf und gehe eine Runde mit dem Hunde. Ich bin jetzt mit Sam spazieren, danach geht es noch schnell zu Netto, weil ich keinen Kaffee mehr im Haus habe, weil ich seit einiger Zeit meinen Kaffee-Konsum dermaßen eingeschränkt habe, dass ich nicht mehr, dass ich immer, wenn ich feststelle, ich möchte einen Kaffee trinken, feststelle, dass das Ding leer ist. So auch heute früh und nie einen Nachkauf, weil ich immer vergesse, weil er einfach nicht mehr so wichtig ist in meinem Leben, weil ich halt sehr stark den Konsum eingeschränkt habe. Aber heute denke ich mir, heute trinke ich meinen Kaffee, das heißt, gleich geht es zum Netto, wenn Sam es seine Runde hat und seine Geschäfte erledigt hat. Und der will auch, dass es weitergeht, wie man sieht. Es ist 10:15 Uhr. Ich sitze auf einem anderen Platz, weil die Katze meinen Sessel beansprucht für sich. Habe mich schnell rasiert und gewaschen, trinke jetzt meinen Kaffee und schaue mir dabei die lang ersehnte zweite Hälfte der 6. Staffel von Cobra Kai an. Also das Ende von des zweiten Teils der 6. Staffel von Cobra Kai hat mich gerade richtig. Wow, ich dachte erst so, was geht denn da ab? Weil ich dachte, das wären auch 10 Folgen, nur wie bei dem anderen. Hab zum Glück dann am Schluss noch bemerkt, dass am 13. Februar geht's weiter. Alter, das ist ein krasser Cliffhanger und ich bin echt gespannt, wie die da wieder raus wollen. Und finde ich das scheiße, dass ich bis zum 13. Februar warten muss. Ja, wäre heftig. Kann man nicht anders sagen. Das wäre heftig. Es ist 14:10 Uhr. Ich war jetzt mit Samis beim Grab von meinen Eltern. Habe meinen Wochenbericht abgegeben. Weil letzte Woche war ich ja nicht da. Da habe ich es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Wegen den ganzen Schlafstörungen, weil es immer dunkel war. Wenn ich aufgewacht bin, im Dunkeln kannst du ja nicht auf den Friedhof gehen. Ja, wie gesagt, habe ich meinen Wochenbericht abgegeben. Und jetzt geht es wieder Richtung Heimat. Und der Hund hat auf die noch eine zweite Runde bekommen. Ja. Und es war auch wichtig, dass ich die Woche wieder beim Friedhof war. Weil eigentlich will ich ja jede Woche einmal hingehen. Aber klappt halt nicht immer. Aber meine Eltern würden das verstehen. Ja. Der Friedhof drückt immer ein bisschen die Stimmung. Kann man nicht anders sagen. Es ist 14:56 Uhr. Ich bin jetzt beim Gutenberg-Zentrum angekommen. Und zwar lebend, was mich echt wundert bei der Busfahrt gerade. Der Busfahrer hat versucht, uns alle umzubringen. Der ist geheizt. Das war heftig. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall beim Kaufland angekommen. Und werde jetzt mal ein paar Vorräte aufstocken. Es ist 16:03 Uhr. Ich habe das Oma-Wägelchen jetzt ratzevoll. Also richtig proppevoll gepackt. Und jetzt geht es wieder Richtung Heimat, wo der Hund auf mich wartet. Aber da bin ich wieder. Ja, da bin ich wieder. Und jetzt bleibe ich auch zu Hause. Gleich kochen. Ja, 17:50 Uhr und ich lege mich nochmal ein Stündchen aufs Bett. 19 Uhr, ich liege auf dem Bett. Meine beiden Süßen sind bei mir. Und ich spiele einen Moment Cobra Kai. Dim, dim, dim. Tja, und wir haben es mal wieder geschafft, komplett am Thema vorbeizulabern. Und das sehr gut. Und er denkt bis heute, es wäre ein Selfie. Samstag, der 16. November des Jahres 2024. Um 10:40 Uhr mögen die Spiele beginnen. Kritik nach Kanzlertelefonat mit Putin. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, das Gespräch untergrabe Bemühungen, Putin international zu isolieren. Die russische Regierung zeigte sich nach dem Telefonat zwischen Putin und Scholz offen für neue Gespräche.
Grünen-Bundesparteitag in Wiesbaden wird fortgesetzt. Heute soll unter anderem der neue Bundesvorstand gewählt werden. Favoriten für die Doppelspitze sind Franziska Brandner und Felix Banaschak. Bundeswirtschaftsminister Habeck forderte seine Partei dazu auf, nach dem Ende der Ampelkoalition nicht zurück, sondern nach vorne auf den anstehenden Wahlkampf zu schauen. Russland stoppt Gaslieferungen an Österreich. Der staatliche Energiekonzern Gazprom werde den Hahn heute zudrehen, bestätigte Kanzler Nehammer am Abend in Wien. Hintergrund ist ein millionenschweres Schadensersatzurteil gegen Gazprom. Österreich sei aber vorbereitet, betonte Nehammer. Die Gasspeicher des Landes seien gut gefüllt. Regierungskrise in den Niederlanden abgewendet. Ministerpräsident Schoof erklärte nach einem Treffen am Abend, die Koalition wolle gemeinsam weiter regieren. Anlass der Krise waren angeblich beleidigende Äußerungen von Ministern über Muslime nach Angriffen auf israelische Fußballfans in Amsterdam. Eine Staatssekretärin war daraufhin zurückgetreten. Laut Polizei hatten auch israelische Fans Gewalttaten verübt. APEC-Gipfel in Peru. Zum Auftakt des Wirtschaftstreffens der Asia-Pazifik-Staaten warnte der scheidende US-Präsident Biden vor politischen Umbrüchen. Auch Chinas Staatschef Xi sprach von einer neuen Periode der Turbulenzen und äußerte sich besorgt über zunehmenden Protektionismus. Biden und Xi wollen sich am Rande des Gipfels zum Gespräch treffen. Wohlan, dann befinden wir uns jetzt bei dem Schnitt der 36. Episode von Papa Don't Preach. Ja, da sind wir auf der Zielgeraden. Ist bald zu Ende, dieser Podcast. Es ist 13 Uhr und 30 Minuten und ich bin eine Runde mit dem Hunde unterwegs. Yoga, über irgendwelche Lügen verbreitet, über andere. Ich habe jetzt sehr viel mit dem Hund gespielt und schaue mir jetzt auf YouTube Tobias Huch an, um meinen Bildungsstand zum Thema Nahostkonflikt und der linke Judenhass, der leider in letzter Zeit aufstößt und so. Also, das ist ein sehr gebildeter Mann, der sehr groß in der Thematik eben Nahostkonflikt drin ist und der dann quasi das Ganze mal analysiert, damit ich meine Bildung dazu ein bisschen auffrische. Ja, das mache ich jetzt. Und dabei halt Blumen gießen, Katzen füttern, so Zeugs. Es ist 16 Uhr und 25 Minuten und ich bin eine weitere Runde mit Sammels unterwegs. 18:15 Uhr und ich bin in Worms auf Jonas Party. Auf Jonas Baustelle. Auf Jonas Baustellenparty. Mit einem C-Promi. Einem C-Promi. Meine erste Antwort war, ich habe die in den Kreissäger ausgesteckt, als die Gäste kamen. Das war schon mal schlau. So we spoke. Da hat der Kleine in der so So we spoke. so ein schlafender Höhenbär. Und der schnauft halt beim Schlafen. Und dann hat der Kleine gedacht, der ist echt. And not one word to hear. Ja, ich bin wieder da. Jetzt fängst du Stress an. Fängst du jetzt Stress an oder was? Wirklich? Fängst du jetzt Stress an? Jetzt fängt ja Stress an, Alter. Sonntag, 17. November des Jahres 2024 um 13 Uhr und 42 Minuten.
mögen die Spiele beginnen. Wunderbar. Bundesparteitag der Grünen in Wiesbaden. Zum Abschluss soll Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl gekürt werden. In einer Rede warnte er vor einer Neuauflage der Großen Koalition. Sie sei der Grund für Stillstand, sagte Habeck. Gestern waren Franziska Brandner und Felix Banaschak zu den neuen Bundesvorsitzenden gewählt worden. Volkstrauertag in Deutschland. 2 Wochen vor dem ersten Advent wird traditionell der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. In der Neuen Wache in Berlin wurden im Beisein von Bundespräsident Steinmeier Kränze niedergelegt. Am Morgen erinnerte Bundesverteidigungsminister Pistorius in Berlin-Weißensee an die gefallenen Soldaten jüdischen Glaubens. Ukraine meldet einen der heftigsten russischen Angriffe. Dutzende Marschflugkörper, Raketen und Drohnen seien abgefeuert worden. Laut Außenminister Sybiha wurde vor allem die Energieinfrastruktur getroffen. Explosionen wurden unter anderem aus Kiew, Saporischschja und aus der Westukraine gemeldet. Das angrenzende Polen versetzte seine Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Treffen von US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi am Rande des APEC-Gipfels in Peru. Xi betonte, Peking wolle stabile Beziehungen zu den USA. China sei bereit, auch mit Bidens Nachfolger Trump zusammenzuarbeiten. Es gehe darum, eine langfristige, friedliche Koexistenz der beiden Wirtschaftsmächte zu erreichen. 6. schwerer Sturm innerhalb eines Monats auf den Philippinen. Manyi traf mit Windgeschwindigkeiten von 195 km pro Stunde auf Land. Vor der Küste der Insel Catanduanes gab es bis zu 14 Meter hohe Wellen. Hunderttausende Menschen im Norden des Landes waren zuvor in Sicherheit gebracht worden. Ich bin jetzt mal eine Runde mit Summers unterwegs. Es ist ein echt scheiß kalter Tag. Also meine Hände frieren ab, in der ich die Leine habe. Ja, aber der Hund braucht seinen Spaziergang. Und das ist auch wichtig und richtig. Aber wie gesagt, kalt. Mag ich nicht. So, und jetzt trinke ich entgegen meiner eigentlichen Intention noch ein Tässchen Kaffee und suche ein bisschen auf YouTube nach neuer Musik. Mal gucken, was ich da so finde, was ich da so alles finde. Ja, ich habe jetzt dieses wunderbar geil flambierte Steak. Natürlich medium raw. Stimmt's überhaupt? Schon fast blue, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall dieses wunderbar geile Steak mit einem Roquefort-Käse und ein bisschen schwarzem Pfeffer. Und sage für diese Woche, stay strong, stay whatever you are. Und wir sehen uns nächste Woche. Und jetzt kommt der Flachwitz der Woche von Flo. Sagt der Fritz ihm zu, boah Papa, guck mal, was für ein hässlicher Gorilla. Sagt der Vater, psch, leise, wir sind jetzt an der Kasse.